Hallo zusammen, heute geht's mal um was ganz Besonderes, und zwar kann ich mit meiner Unterbrecherzündanlage einen richtigen Vapekiller machen. Kann ich eine Vape abzocken mit einer einfachen Unterbrecherzündanlage? Unter Umständen schon. Das sollte aber jetzt nicht hier ein Video werden, was ist besser, Vape oder Unterbrecherzündanlage, sondern eher, wie kann ich meine Zündanlage optimieren, wenn ich eine Unterbrecherzündanlage habe, beziehungsweise worauf muss ich achten, und eventuell auch bei Störungssuche bei der Vape, was muss ich bei der Vape beachten, damit die auch immer volle Suppe läuft. Also bleibt dran, wenn es dich interessiert. Also ich habe hier mal ein bisschen was hergerichtet. Hier mal ein kleiner Teileaufbau. Und zwar ist das jetzt hier die ganz normale Unterbrecherzündanlage, die kennen wir alle. Geht jetzt hier mal nur exemplarisch. Äh, Die gibt es ja in verschiedenen Versionen, Ausführungen, das hat ja jeder. Entsprechend wissen wir auch grundsätzlich, dass ja eine Vape-Zündanlage hat eine viel höhere Zündspannung als eine Unterbrecherzündanlage. Und unter Umständen kann es aber auch sein, dass wenn du deine Vape falsch bestückt hast mit den falschen Komponenten, dass du dann eben auch stark verminderte Leistung hast. Und zwar gucken wir uns jetzt mal die wesentlichen Komponenten an. Also ganz klar, Zündkerzenstecker gibt es in den verschiedenen Variationen. Zündkerzen gibt es auch in den verschiedenen Variationen. Klassische Beru-Zündkerze, NGK, ist jetzt auch mal nur exemplarisch. Und natürlich auch das Zündkabel. Ja. So, jetzt fangen wir mal an. Jetzt muss man erstmal vorher anfangen, warum eigentlich sind diese Zündkerzenstecker entstört? Ja. Und zwar hat es einen einfachen Grund, warum Zündkerzenstecker entstört sind. Also, wenn ich jetzt keinen entstörten Zündkerzenstecker habe, dann wirkt eigentlich das Zündkabel quasi wie eine Antenne, ja. Und dadurch entsteht natürlich, störst du quasi den Umkreis in entsprechend verschiedenen Metern für Radioempfang, WLAN und sonstige Signale. Deswegen wollte man oder hat man eben entstörte Zündkerzenstecker in Umlauf gebracht. So, wenn ich jetzt auch keine entstörten Zündkerzenstecker habe, dann habe ich natürlich auch einen höheren Verschleiß, und zwar durch den großen Zündstrom. Dann habe ich natürlich einen größeren Abbrand an der Elektrode oder auch am Unterbrecherkontakt ist ein höherer Abbrand. Deswegen habe ich entsprechend auch entstörte Zündkerzenstecker. Deswegen solltest du jetzt darauf achten, eben wenn du eine Unterbrecherzündanlage fährst, dass du dann auch einen Zündkerzenstecker mit 1 Kiloohm verwendest, ja, damit du auch einen gewissen Verschleißschutz hast von der Elektroden oder gegen des Abbrandes, aber eben nur 1 Kiloohm und nicht 5 Kiloohm beispielsweise, wo es eben auch gibt, weil du dann deine Unterbrecherzündanlage in die Knie zwingst, ja. Also der Funke wird schlapp und du hast ein Zündproblem, du hast Verrußen der Zündkerze, und das ist natürlich nicht gewollt. Deswegen auch, damit du die Startschwierigkeiten vermeidest, nimmst du eben die 1 Kiloohm Zündkerzenstecker für deine Unterbrecherzündanlage. Und da achtest du halt dann darauf, eben wenn du einen kaufst, dass du da auch den richtigen erwischt. So, das ist mal das eine. Und das andere ist jetzt bei der Unterbrecherzündanlage, wenn du jetzt Zündkerzen einbaust, klar kannst du jede x-beliebige verwenden, aber doch nicht jede. Und zwar gibt es eben auch Zündkerzen. Ich habe jetzt gerade mal eine hier. Und zwar gibt es welche, die haben auch einen Widerstand drin. Hier zum Beispiel R auf der Zündkerze steht für Innenwiderstand. Das heißt, die Kerze ist schon entstört. Und
wenn du jetzt hier eine entstörte Zündkerze einbaust und dann hast du noch einen 5 Kiloohm Zündkerzenstecker, dann hast du ein enormes Problem mit deiner Unterbrecherzündanlage, Startschwierigkeiten und so weiter und so fort. Deswegen darauf schon mal wirklich drauf achten, dass ihr hier schon mal richtige Kombinationen fahrt. So, die DDR-Zündkerzen zur damaligen Zeit, die waren alle nicht entstört, ja. Das hatte auch Kostengründe und auch, da ging es auch um den Aufbau der Zündkerze an sich und so weiter und so fort. Da hat man komplett drauf verzichtet. Da hattest du kein Problem, ja. Also da konntest du nicht falsch greifen, weil du eigentlich immer, also widerstandsfreie Zündkerzen bekommen hast. Oft ist es auch so, dass du eben Iridium-Zündkerzen, dass die oft einen Widerstand besitzen, ja. Und zwar hier, die hier hatten Innenwiderstand. Also kann man dann auch immer lesen, wenn ein R mit dabei ist, steht für Widerstand. Also, wenn du gerade denkst, ich mache jetzt hier ein fettes Tuning an meiner Unterbrecherzündanlage und spendiere jetzt eine Iridium-Zündkerze, dann achtet eben drauf, dass ihr hier die richtige Zündkerze nehmt. Weil sonst hast du nachher hier echt nochmal einen Leistungseinbußen statt einen Leistungsgewinn. Aber es ist jetzt weniger schlimm, wenn du jetzt einen 1 Kiloohm Zündkerzenstecker hast und eine sage ich mal, Zündkerze hast mit einem Innenwiderstand, weil dann hast du kaum größeren Innenwiderstand. Das macht also nichts aus, ja. Aber wenn du doppelt hast, zum Beispiel 5 Kiloohm Zündkerzen Innenwiderstand und dann noch einen 5 Kiloohm Zündkerzenstecker, dann bist du halt schon bei 10 Kiloohm Widerstand. Und wenn die Unterbrecherzündanlage einen geringeren Spannungsaufbau hat, dann blockst du dir nachher alles weg. Und zum Beispiel ist es jetzt so, dass bei der Wape brauchst du eigentlich gerade da einen 5 Kiloohm Kerzenstecker. Und da hast du auch eine hohe Zündspannung, also die generiert schon eine recht hohe Zündspannung von etwa 20 bis 30 Kilovolt und eine normale Unterbrecherzündanlage hat vielleicht so 10 bis 15. Und bei der nimmst du eben also eine Kerze ohne Widerstand, also zum Beispiel die klassische Beruchzündkerze, die haben auch keinen Widerstand. Achte eben darauf, dass da kein R dabei ist. Und bei der Wape musst du eben auch achten, dass du wirklich kein R drin hast. Also nochmal zusammengefasst, du brauchst für deine Unterbrecherzündanlage einen 1 Kiloohm Kerzenstecker, kein 5 Kiloohm Kerzenstecker. Bei der Wape brauchst du aber einen 5 Kiloohm Zündkerzenstecker und da ist das beste Setup eben dann auch eine Zündkerze ohne Innenwiderstand zu verwenden. Genau, und was auch viele vergessen, ist dann auch eben hier ein Zündkabel, ein gescheites zu nehmen. Ich jetzt nur mal exemplarisch, aber wenn ihr so ein altes, verratztes Ding habt, das hat dann irgendwann auch einen Innenwiderstand und einen großen, und da geht euch halt auch eine Menge Power mit verloren. Ja? Genau, und eben früher gab's eben äh, bei den alten Zündkerzen aus DDR-Zeit, da war es einfach nicht so wichtig, ja. Da war es einfach nur wichtig, dass die Zündanlage wirklich sauber läuft. Da brauchst du wegen der schwachen Zündspannung einfach dann keine Widerstand in der Zündkerze. Meistens hast du ja heute noch irgendwelche Steuergeräte mit drin in deinem Moped, und dann würdest du dir quasi mit einer nicht entstörten Zündkerze vielleicht hier Probleme schaffen, die du gar nicht willst. Und früher war auch die Fertigung und die Produktion einfach einfacher von den ganzen Zündkerzen und nicht so kompliziert und aufwendig wie heute. Da wurde eher auf Kostengünstigkeit produziert. Also die Unterbrecherzündanlage haben wir jetzt besprochen. Hier achte darauf, dass du, damit du volle Leistung hast, einen guten Kondensator drin hast. Schau mal bei mir, was ich im Video mit Kondensatoren, was ich da reingebracht habe. Guck, dass du hier einen sauberen Kontakt hast, dass du die gute Zündeinstellung hast. Verwende ein Zündkabel, ein klassisches mit Kupfer
Kupferkern, und es gibt ja neue, die haben schon einen eigenen Widerstand, die Zündkabel, die vermeiden. Dann nimm ein 1 Kiloohm Zündkerzenstecker und nimm eine nicht entstörte Zündkerze. Dann bist du auf jeden Fall schon mal auf 100%, wenn dann noch die Zündung richtig eingestellt ist. Bei der Wape musst du darauf achten, dass eben die Wape nicht mehr wie 5 Kiloohm Gesamt hat. Also wenn du einen Kerzenstecker nimmst mit 5 Kiloohm und eine nicht entstörte Zündkerze, dann passt es. Aber die Summe darf eben nicht mehr sein wie 5 Kiloohm, sonst machst du dir hier einen Leistungsverlust. Also wenn du hier noch einen Zündkerzenstecker 5 Kiloohm nimmst und noch eine Kerze mit beispielsweise 5 Kiloohm, bist du auf 10, dann hast du hier einen Blocker drin. Und dann achte darauf, dass die auch sauber eingestellt ist und dass die Abrissmarkierungen richtig passen und dass die Masseverbindung sichergestellt ist. Dann hast du natürlich hier eine super Ausgangslage. Aber wenn jetzt diese Sachen eben nicht gegeben sind, du hast einen zu hohen Widerstand bei deiner Wape-Zündanlage, Abrissmarkierungen passen nicht und die Einstellung oder Masse ist nicht richtig sauber. Es kann sein, dass du es unter Umständen gar nicht merkst. Wenn du dann aber deine Unterbrecherzündanlage gegenüberstellst und die ist top eingestellt, dann kannst du unter Umständen hier die Wape noch abziehen. So, das soll es mal soweit gewesen sein. Hier nochmal ein kleines technisches Video. Das sind so kleine Sachen, wo man halt immer mal beachten muss. Guckt da drauf und dann fahrt ihr auf jeden Fall sauber. So, danke fürs Reinschauen. Das war's heute mal wieder von Zweitakt-Video. Wenn es euch gefallen hat, wenn ihr Spaß dran hattet, dann lasst ein Like da oder abonniert, wenn ihr mehr sehen wollt. Wenn ihr Langeweile habt, guckt auch mal in die Playlist vorbei, da habe ich auch echt geile Sachen. Wir sehen uns. Ciao.